Ein paar Sekunden Musik, die sehr, sehr teuer geworden sind. Ein Original-Schadenfall, den ich hier bei Exali bearbeiten durfte. Was ist geschehen? Ein Freelancer erstellt eine Mediakampagne für einen Kunden. Teil ist ein kleines Social-Media-Video und es wird Musik mit eingebunden. Der Freelancer ist sogar guten Gewissens der Meinung, die sei lizenzfrei. Und einige Wochen später liegt eine sehr hohe Abmahnung des bekannten Musiklabels beim Kunden im Briefkasten. Das ist einer von vielen, vielen Fällen, die häufig so vorkommen. Man hat immer Angst natürlich vor dieser Abmahnung. Hier ging es auch um eine hohe Summe, es ging um die 6.000 Euro. Was ist denn eigentlich so eine Abmahnung, um auch da mal kurz drauf einzugehen? Eine Abmahnung, das ist einfach eine Anspruchsstellung eines Geschädigten, also ein Musiklabel sieht sich geschädigt in seinen finanziellen Interessen. Und was steht denn eigentlich drin in so einer Abmahnung? Natürlich, man habe Musik zu Unrecht verwendet, aber vor allen Dingen geht es natürlich um Geld. Es sind Lizenzgebühren drinnen. Man sagt, naja, wenn du diese Musik nutzt, dann musst du dafür auch bezahlen. Es ist aber auch eine Schadenersatzforderung drinnen. Es sind Anwaltskosten mit drinnen und in den meisten Fällen gehört eben auch eine Unterlassenserklärung dazu. Was ist das eigentlich? Wie geht man damit um? Wir haben hier verschiedene Positionen. Diese Lizenzgebühren, die Haftpflichtversicherung, die kann ja immer ganz, ganz viel, aber sie kann nicht alles. Lizenzgebühren heißt, das ist der Betrag, den man sowieso hätte zahlen müssen, wenn man die Musik rechtmäßig genutzt hätte. Ja, den muss man dann tatsächlich selber zahlen. Bei allem anderen konnten wir unseren Versicherungsnehmer unterstützen und dann natürlich letztendlich auch zahlen. Aber was heißt unterstützen? Unterstützen heißt, dass sowas natürlich auch erst einmal juristisch geprüft wird. Ist das überhaupt eine berechtigte Anspruchsstellung? Und wenn es dann eben zutrifft, und das ist ganz normal menschlich, jedem kann mal irgendwo was durchrutschen oder fahrlässig irgendwie ein Fehler passieren, dann wird es natürlich auch bezahlt. Wenn es nicht zutrifft, würde man in die anwaltliche Abwehr gehen. Und so konnten wir in dem Fall, hat es zugetroffen, unserem Versicherungsnehmer helfen und das Ganze bezahlen. Und dann hängt da natürlich noch so eine Unterlassenserklärung mit dran. Eine Unterlassenserklärung, das ist eigentlich ein Vertrag mit dem Geschädigten, ist also eigentlich gar kein Haftpflichtfall, aber trotzdem versuchen wir natürlich da auch unserem Versicherten zu helfen und damit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Man sieht also, wie aus 10 Sekunden Musik 6.000 Euro Schaden entstehen können und ohne die passende Haftpflichtversicherung müsste man die dann eben auch selber bezahlen.